So, er lädt. Wir sind live. Hallo Kinders. Moin. Hello. Hallo. Evening. Michael, erzähl mal, wer ist heute alles bei uns? Ja, ich hoffe mal, dass viele Leute online sind und Hugh Barron von James Eadie leitet heute das Tasting. Es ist in Englisch. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Marco sitzt im Back und ihr könnt ihm natürlich Fragen stellen. Wir versuchen sie alle zu beantworten. Tasting wird hauptsächlich in Englisch sein. Wir stellen 7 Abfüllungen von James Eadie vor. Independent Bottler, based in London. Und ja, wird eine Menge Spaß geben, denke ich. Ja, das denke ich doch auch. Ich bin mal gespannt, wie sehr Sascha schon auf uns abgefärbt hat. Aus der Erfahrung heraus dauert es so ungefähr eine Viertelstunde, bis die Leute einschalten. Also noch sind wir relativ tiefenentspannt. Die meisten YouTubers begrüßen ja erstmal, wer so alles da ist. Wir haben da schon mal den Oliver Huber, der hat erstmal das falsche Tasting-Set ausgepackt, bis er dann festgestellt hat, Mensch, das muss ja ein Tasting-Set sein mit 7 Fläschchen, aber er hat es gut hingekriegt. Dann haben wir meinen Adjutanten, unseren Prinz, was ich nicht mal sagen möchte, unser Friendly Mr. Z, Sascha ist da. Und ich mache das mal nicht, was die anderen machen, die ganzen Leute immer begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Wir hoffen, ihr habt euer Line-Up schön hingestellt und seid genauso gespannt und aufgeregt, wie wir das sind. Ich glaube, Hugh hat das noch nicht so unfassbar häufig gemacht. Michael ist tiefenentspannt, wie immer. Was soll passieren? Ne? Eine echte deutsche Eiche haut halt nichts um. Und ja, ich habe mich ins Büro zurückgezogen und trinke halt einfach tiefenentspannt mit. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Im Idealfall, ich verrate euch mal, in welchem Line-Up wir heute verkosten werden. Wir werden mit dem Trademark X starten. Wir werden dann den Miltonduff nehmen. Dann kommt ein Glentauchers. Wir haben Glen Ord, Glen Spey, Inchgour und zum Schluss Kalila. Und Michael, das kennst du wahrscheinlich so auch noch nicht. Ich habe tatsächlich mich vom Sascha belehren lassen. Sascha macht immer folgendes Format. Sascha schnuppert die Whiskys einmal kurz durch und wir hören uns so ein bisschen an, was die Leute sagen, wonach es riecht. Und wir erzählen natürlich auch selber, was wir denken, wonach es riecht. Und nachdem wir die Whiskys einmal durchgeschnuppert haben, gehen wir dann zum Verkosten über und können dann ein bisschen mehr auch zu den Whiskys erzählen. Und ich glaube, die meisten werden natürlich auch ganz neugierig sein. Was hat es mit James Eadie auf sich? Was ist die Geschichte? Was ist die Zukunft? Was ist geplant? Ich habe ja heute schon eine ganze Menge Dinge erfahren, die sich sehr, sehr nice anhören. Und in dem Sinne, glaube ich, wir werden einen entspannten, genüsslichen, süffigen Abend erleben. Und ja, die Bühne gehört euch. Ich mache jetzt nur noch den Zulieferer, den Supporter, guck mal, den Hallo Elfchen-Sager. Okay, also wollen wir starten oder was? Ja, würde ich doch sagen, oder? Okay, we start. Tell us before a little bit about you, about your company, about the story of the company, and then we smell the whiskies and we can talk about the whiskies. Okay, perfect. Well, thank you very much, Marco, for having me, and for Michael for being my taxi driver. Jawohl. Jawohl. I have my mum always tells me that I speak very quickly, and the first time I met Michael earlier today, he also said the same thing. So I will try and speak as slowly as I can, and if I speak too quickly, I said Michael can punch me to slow me down. So, and if you have any questions, do ask Marco and we'll answer them. But my name is Hugh. I am the sales manager for James Eadie. There's only 3 of us. There's Rupert, James Eadie's great-great-grandson, Leon, who looks after all the logistics, and then myself, who sells it. So Leon does about 95% of the work, and I do probably about 1, and Rupert does 4. So we're a small team, and we originally started in 2015. Rupert and Leon first set up the company, selling single malts and single casks to Royal Mile whiskies in Scotland. I joined the team in 2018, just after we released Trademark X, which is the first whiskey we're going to try. Before then, I was at university and I was working at the whiskey shop. And for some odd reason,
Rupert decided to hire me as the salesperson. So I look after all the markets as well. So travel around selling James Eadie. Now, James Eadie's start, is everyone drinking the whiskey, or are we going to wait? So everyone start going? Have a taste and... Everyone, I think if we start now drinking, because you could be here for hours whilst I talk about the story. Prost, as they say. This is the trademark, or cheers, as we say in England. But this is a trademark X, and the reason why we are starting with this one is our origin story, our beginning. So James Eadie, almost spilled some there. James Eadie is my boss's great-great-grandfather, originally from Blackford up in Scotland, but he moved down to Burston-on-Trent in Staffordshire when he was 14, and by the time he was 24, he was blending tea and selling malt to all the big breweries down there. He was very famous for making beer, and at the age of 24, he built his own brewery in 1854 on Cross Street. By the time he died, he had 250 pubs to his name, so he owned 250 pubs, and every single one of the pubs was his trademark X, was his blend. Sadly, the company was sold in 1933, and the whiskey stopped being produced in 1946. So that was the end of trademark X, as we know it, until Rupert, who has worked in the industry for 30 years. He worked for, originally worked for McLeod's, then he moved to Beam, and eventually ended up at Diageo. So he's been in the industry for a long time. I was speaking quite quickly there. I caught myself. That's okay, that's okay. So he wanted to set up his own company, and his uncle said, well, did you know we had the beer, but did you know that we had the whiskey? And Rupert didn't originally know, so he sent him up to Burston-on-Trent, which is where James Eadie's brewery used to be, and he went to the archives. And when he arrived at the archives, he was greeted by this lady with a big smile on her face, because James Eadie gave basically everything back to the town of Burton. So in the archives, there were all his old belongings. So there was the old cases he used to deliver his beer and whiskey in, the old horse and cart without the horse, obviously, and most importantly for us, his ledgers, so his recipe book. In the recipe book, there were how he made his beer, but we luckily we found the pages on how he blended his blend, the trademark X, and originally there were 16 whiskies in there. Rupert, looking at the whiskies, realised that 14 of them are still available today. So that was a very promising start, and he set up on his journey. So being in the industry for 30 years, he knew a few people, and the first person he called was Norman Matheson, our master blender, and asked him to come aboard to revive this family blend. Norman has been in the industry since he was 17. He's now 72, so he knows a thing or two about whiskey. And thankfully, Norman is our inspiration for what we do with our whiskey. So everything we do, from our blend to our single malts, all comes from Norman's philosophy. So Norman and Rupert set out to go and buy the whiskey. Norman nosed all the casks beforehand, and this is when Rupert and Norman came together. Rupert being corporate business, and Norman being the artist and the blender. They were nosing the casks, and Norman found one cask. He says, that's not good enough. And Rupert smells it and goes, I think that's fine. So Norman goes, I'm gonna put this aside and we can taste it later. And they come to it later, and Norman noses it and goes, that's rubbish. And then Rupert tastes it and goes, I agree with you. And what Norman said here was like, you have to look after your blend. With your blend, the components all have to be great, because even if you put one cask into it, that's not good, it will dilute your quality down. So you have to look after whiskey. So Norman wins that battle, and then he... Schalt mal ab das Radio, der hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja der Knaller. I think at the moment it's too much, yeah.
I think we will smell at the whiskey. I hope everyone's and Michael and I have a chance to translate a little bit. Also wie ihr das ja eigentlich schon kennt, lasst uns einfach mal am ersten Whisky schon mal schnuppern. Und ihr seht, der Mann ist so voller Leidenschaft und Informationen, der hört überhaupt nicht mehr auf zu sprudeln. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt wundern solltet, dass ich die ganze Zeit Deutsch bubbele, ja, ich kann es halt nicht anders und wir haben das vorher abgesprochen, also wir wollen natürlich nicht den Hugh irgendwie blöd da stehen lassen. Wir haben vorher abgesprochen, dass wenn Fragen sind, Michel ein klein bisschen übersetzt und ich ein bisschen Deutsch dazu erzähle. Und ich habe es gerade schon mal angezeigt. Wir haben schon die erste Nase und ich finde, die ist ziemlich gut. Wir haben leichte, dezente Grappa-Note, junger Cognac, dazu ein bisschen Zuckerwatte, Vanille, Getreide und so ein ganz leichter, dezenter Hauch hinten Rauchigkeit mit dabei. Und das erste war auch für mich eine schöne Hellfruchtigkeit. Vom Alkohol super gut eingebunden. Ich weiß, wir sind die Hardcore-Freaks, wir merken den Alkohol nicht mehr so sehr, aber ein ganz weicher, geschmeidige erste Nase, finde ich. Hier haben wir auch wieder getreidige Zuckerwatte. Das Schöne ist ja, Leute, gebt mal ein paar Randinformationen. Ich habe direkt für mich die erste Brennerei direkt rausgeschmeckt und direkt gefragt, ob sie drin ist. Ich wurde direkt bestätigt. Gebt mal Informationen, was denkt ihr denn, welche der Distillery von den 14 könnten inklusiv sein? Ja gut, das ist ja nicht so schwer, ne? Wenn eine leichte Rauchnote dabei ist, dann sagen wir doch mal direkt Kailila. Wait. I ask people what you mean, which distillery are inside from 14. Yeah. Kailila ist immer leicht, aber ist ja natürlich ist das leicht. Marco's also got the pamphlet in front of him, so he knows what's in it. Yeah. Da ich weiß, dass du ein Miltonduff-Liebhaber bist, würde ich direkt auch auf Miltonduff tippen. Tell us about the 14. Yeah. So the 14. Please don't say Little Mill. No, I won't. But there is. Yeah, I know. I know it. That's the thing. That was to be the last one. Yeah. The blend is made up of 14 whiskies, 2 grain, which are Canvas and Cameron Bridge, and then 12 malts. And the malts are from every region of Scotland. So you have Caolila and Lagavulin from Islay, and then you have Talisker, obviously from the Highlands. You've got Glen, Scotia, from Campbelltown, and then I've got to remember all of these now. You've got Blair Athol, Glentauchers, Glendronach, Aberlour, Craigellachie, Benrinnes, Dal Ewan, which one's Little Mill is in there. Habt ihr gehört? Little Mill ist drin. Yeah. How many have I done? Did I say Glendronach? Yeah. So there's all these amazing malts that are still around today that could go into the blend, and part of the reason they are still available is because they make fantastic whiskey. So going back to Norman, all those components are very important to make up the blend. So if you're going to make a good blend, you need to put good whiskey in there. Was there any I missed, Marco? Ja. Also mit Little Mill und Camus haben wir 2 Close Distillery enthalten und wir haben 60% Grain-Anteil bei dem Whisky. Ich persönlich finde da Preis-Leistung einfach toll. Und hast du 16 oder 60 gesagt? 60%. 60%. Camus und Cameron Bridge. Den Cameron Bridge hat man direkt durch die Nussigkeit voll rausgenommen. Aber gerade die rauchigen Whiskys geben diese Tiefe rein, das Komplexe. Typisch natürlich auch wie immer Craigellachie, ne, wird immer sehr gern genommen. Aber namhafte Dinger, Lagavulin, Talisker, Glendronach. Man hat das Rezept versucht nachzubauen
und ist meiner Meinung nach auch echt ein schönes Ding geworden. Was Also sagt ihr denn? ich finde jetzt, wo ihr so viel dazu erzählt, eigentlich war der Plan ja, wir schnuppern sie durch und probieren sie dann. Aber mir läuft das Wasser jetzt schon so im Mund zusammen. Sollen wir einfach mal tasten? Hugh? Slange. Slange mal. It's bottled at 45.6% because that's the old ABV as well. So still have a high ABV rate in there. Ja. Schön fruchtig. Nach hinten raus kommt so ganz leicht ein bisschen Bitternis. Wahrscheinlich vom Holz. So, wenn ihr jetzt überlegt, dass der unter 40 € kostet, der Whisky, dann finde ich das sehr, sehr ansehnlich. Reaktion? Der Markus hat gerade geschrieben, wartet, ich blende euch das mal ein. Hoppala, und zack, ist es wieder weg. Den Grain-Anteil merkt man, wenn man es weiß, finde ich. Ich finde tatsächlich, ich wäre nie auf 60% Grain gekommen. Nee, weil halt die Brennereien, die enthalten sind, so viel Tiefe und Komplexität reinbringen, dass es einfach toll ist. Aber um halt so einen Preis zu generieren, musst du Grain nehmen. Aber wenn wir jetzt bedenken, dass auch Cambus mit enthalten ist, how many percent of Cambus? I don't know the exact, but it's some sherry butts. Some sherry butts. Auch hier, ne, genau die gleiche Meinung. Der Daniel ist auch der Meinung, dass da 60% Grain drin ist, ist überhaupt nicht zu schmecken. Aber hier, das ist das Allerwichtigste. Markus sagt, aber das Entscheidende ist, er schmeckt. Yeah, the people say we talk about 60% grain, but when you don't know it, you don't smell it. No, having those high malt content in there as well. Yeah, very well balanced. You get a bit of everything. It's all integrated, and part of that is Norman makes us marry it in casks, so it doesn't get blended and then straight into the bottle. He makes us put it back into the casks and wait. Now we have a big vat which all our whiskies get added into, so it gives it time to all come together. So that's why it sort of smoothly transitions into those different flavors. How many bottles you are create with? So each batch is 10,000 bottles. 10,000. So this is batch 4, okay. And all our listenable has been poured into the vat. So. Auf der Verpackung sieht man halt auch noch schön Bilder der alten Brauerei. Wie gesagt, es waren 250 Pubs, die der Eigentum war. Die Brauerei wurde später verkauft. Und sehr gute Sache, dass man halt die Papiere gefunden hat und versucht hat, diesen Grain komplett nachzukreieren, was ja immer sehr schwer ist. I see pictures you have in your tasting room, Dave Broom. Yes. You taste it together with Dave Broom. Yeah, the uncorking. Yeah. So how we got the flavor profile is, so we had the recipe, but we didn't know if it was smoky because of the Lagavulin and the Talisker and the Kolila. But Rupert's uncle gave him 6 bottles of the old Trademark X, which you can see on our website. And David Broom, Tom Bruce Cardine, Rupert and Leon and Norman opened the bottle, and from there, that's where we get the flavor profile from Sweet and Smoky. Könnt ihr bei James Eadie auf der Seite, könnt ihr Videos sehen, wo die ja zusammen sitzen im Raum mit Dave Broom und die Whiskys halt verkosten und sagen, der könnte es sein, verschiedene Samples halt probieren, um die Whiskys, die Fässer für den Blend auszusuchen. Was gibt es Schöneres als it tastes good and is good value for the money? Ja? Ihr liegt bei 38,90 für so ein Fläschchen, und was ich so bisher aus den Kommentaren lesen kann, hat es zumindest, also entweder ist viel Anstand heute dabei, aber ich habe noch von niemandem gelesen, dass es gar nicht in seine Richtung geht. Der kommt richtig gut an, offensichtlich, der Blend. Sehr schön. Ja. Das ist ja auch preis-leistungstechnisch ein sehr schöner
Dram, den ihr gerade im Glas habt. Und ich war selbst überrascht. Ich habe natürlich auch die James Eadie Sachen vorher probiert, damals, wo sie zu uns gekommen sind. Wir haben James Eadie jetzt seit ein paar Monaten im Programm und sind damit auch sehr zufrieden, weil die Qualität einfach preis-leistungstechnisch einfach völlig in Ordnung ist. Ja, also ich muss sagen, der Flo ist wieder bombastisch. Der Flo schreibt hier wunderbar Tasting Notes rein. Übersetzen musst du wieder, da bin ich wieder zu blöd für. Vanilla, heavy fruits, citrus, Stone fruits. a little bit young cognac. Oh, right, okay. A little bit salty. Salty, yeah. Salty. Yeah, I would agree. Yeah. And then that smoke at the end. And a small bitterness. Mhm. A little bit coffee. Yeah. And a little bit smoky. Yeah, a little bit smoky. Yeah. Yeah. So, dann kommt hier noch eine Frage. How many % alcohol had the blend before you reduced with water? Do you remember? Well, so you would blend everything at cask strength and then you water. Then. So before it goes into the bottle, you the question was, what was the ABV before you? You don't know? No, we don't. We don't know. Around 55%. Yeah, around 55. If you average out the casks, it'll be around between 55 and 60% ABV. Okay, also ihr habt gehört, so um die 55 bis 60 Volumenprozent war so die durchschnittliche Fassstärke der Whiskys, die hier vermählt worden sind. Und für alle die das vielleicht nicht richtig mitgekriegt haben, ihr habt insgesamt 14 unterschiedliche Whiskys, die drin waren. Und das finde ich auch sehr, sehr erstaunlich. Davon 2 Grains und immerhin 2 rauchige Whiskys von Islay, Lagavulin, Caol Talisker ist noch mit drin. Und das Mischungsverhältnis 60% Grain zu 40% Single Malt Whisky. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte die 60% Grain nicht geschmeckt. Finde ich eine richtig, richtig gute handwerkliche Leistung. Ich finde es aber auch sehr gut, dass es so offen kommuniziert wird. The cask types, it was cherry, Malaga. Not in the blend. Not in the blend. But in the old blend, it would have been. And we'll get onto that in our cask finish range. But in this blend, it's refill bourbon, first fill bourbon, and sherry. Yeah, very nice, very nice. Yeah. When the starter is so good, I think it could be a very, very great evening. Jawohl. All downhill. Jawohl. Jetzt traut er sich nicht. But I'm glad everyone has enjoyed it. Now, just quickly with it. The reason why it's called Trademark X is it was, you can't see the label, maybe you can. It was trademarked in 1877, and James Eadie's brewery was on Cross Street, so he named everything Trademark X, and that's why it's called Trademark Marco, X. kannst du nicht bei dir die Bottle komplett einblenden als Bild? Da ich ja heute das erste Mal die Technik mache, würde ich jetzt Friendly Mr. Z heißen, könnte ich das garantiert, aber ich bin dafür ehrlicherweise zu doof. Okay. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nachher den Link einfügen von unserem Shop, wo es die Flaschen alle gibt. Ja. Und hier finde ich auch sehr schön, wie kann man eine gute Arbeit zerreißen, da kann man nicht motzen und das ist der erste. Freue mich auf den Rest. Ja, ich mich auch. He's happy to drink the other one. Good. Good job. Yeah, good. Qualified. Okay. So I think when you want, we go to number 2. Number 2, yes. Number 2 is, and I won't speak for too long. Number 2 is a Miltonduff 9 years old, and it's part of our small batch range of single malts. So we do 3 ranges of single malts: small batch, single cask, and cask finish. But with small batch, it means we take 3 casks from one distillery and we vat them together to bring you distillery character. We tend to use first fill bourbon and refill casks, and occasionally we use recharred hogsheads. So bottled at 46%. So there's about 1,000 bottles of these, and once they're gone, they're gone. And also the labels will change every distillery, and they are dedicated to one of the 250 pubs James Eadie used to own. So this one is dedicated to the Maypole Inn
which he bought in 1878. So everything we do goes back to our history. But with this 9-year-old Miltonduff, it's a very classic Miltonduff. This is what we want to show you is distillery character. So people might have not tried Miltonduff before, so we want to give you a good example of what it is. So straight away, I get sort of flowery notes coming off that. And the reason we use 2 refill bourbon casks is because there's less wood activation in there. So you're getting more raw Miltonduff, and adding a first fill bourbon in gives it a bit more sweetness. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir hier 3 Fässer, die für diese Abfüllung vermählt worden sind. Dabei ist es besonders wichtig, dass ihr nicht nur frische Bourbonfässer, sondern in dem Fall auch 2 Refill-Bourbonfässer verwendet wurden, damit der Brennereicharakter der Distille ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Ihr wisst das alle, wenn das Fass noch richtig intensiv aufgeladen ist und man hauptsächlich den Charakter der Belegung schmeckt, also in dem Fall dann halt den Bourbon-Charakter sich gezogen hätte, geht die Distille natürlich nach hinten ein bisschen unter. Und der Gedanke hier bei dieser Abfüllung ist wirklich, Trinkstärke mit klassischem Brennereicharakter zu präsentieren und so die, wie ich finde, sehr, sehr schöne, fruchtige, hier haben wir es, türkischer Honig, jawohl. Ich wollte es gerade sagen, die schöne Honigtönigkeit und Fruchtigkeit des Whiskys zum Vordergrund zu bringen. Aber türkischer Honig passt perfekt, finde ich. You're the first. No, I can't resist. I smell, taste, and then I go back. Ja. Also ich finde halt gerade auch hier wieder mit der Small Batch Edition finde ich es halt auch einfach schön, nicht sofort wieder zu setzen auf dunkle Sherry Fässer, sondern einfach grundsolide, ehrlicher Refill Hogsheads und First Fill Bourbon Barrels zu verwenden, um einfach darauf hinzuweisen, das ist Miltonduff. Ja. Wenn du jetzt für Sherry, Port oder Weinfässer würdest du das direkt wieder nach hinten locken. Und ich bin mir auch immer noch völlig sicher, dass der Wandel weg von den Sherryfässern so langsam stattfinden wird. Ja, richtig schön klassisch, ne? Hellfruchtig. Ja. Schöne Getreidenoten, ne? Ich finde die 46%, die merkst du ihm schon ganz ordentlich an. Die Nase spürt den Alkohol. Aber wir trinken ja auch Whisky und nicht Milch, ne? Ja, wir haben jetzt einen 9 Jahre alten Miltonduff. Da darf man auch den Alkohol noch ein bisschen spüren. Aber ihr werdet gleich überrascht sein, wenn es ums Trinken geht. Na, das ist doch mal ein guter Ansatz, wenn es ans Trinken geht. Aha. Wer hat denn noch was hier zu sagen? Ah, der Flo. An der Nase Heidekraut, Blütenpollen. Peppermint. Babypuder. Ja, ich sag mal so, ne? Nachdem wir am Wochenende 2 Tastings hatten, den Montag wieder schön mit einem Tastingabend durchzustarten, war jetzt nicht die verkehrteste Idee. Und ich kann auch hier sagen, auch hier werdet ihr preislich wieder angetan sein. Er bleibt halt richtig schön intensiv am Gaumen, ne? Er macht richtig schön auf. Und da hast du jetzt auch, was Flo sagte, die Heidekräuter, Minznoten, bisschen Birne. Kräuterbonbons und Weihnachtsmarkt und dazu der türkische Honig. Sehr schön. Yeah, I would say very fresh. Yeah. Very clean. Ja. Oh, guck mal hier, der Markus. Ein bisschen Pfeffer. A little bit pepper. Aber eine winzige Prise, würde ich sagen. You say herbal drops. Herbal drops, yeah. Turkish honey. Yeah, very floral and definitely Turkish honey. Yeah. I would say is a very good way of honey. Yeah. What I like about it the most is it really does stay with you on the finish. It's not intense. It's just you have that sweetness
left behind, which is it's really, really nice. But I would say that I am the salesman. Der zweite Schluck ist deutlich würziger als der erste. Und ich stelle gerade fest, ihr habt ein wunderschönes Licht. Ich muss mir mal dringend hier so eine Wohnzimmerbeleuchtung noch ins Büro hängen. Ich sehe aus, als wenn ich eine Kalkleiste heute wäre im Vergleich zu euch. Da bist du aber immer. Hellfruchtigkeit, Honey. So, für alle, die nicht gespinkst haben, was darf denn so ein Whisky heutzutage kosten? Erzählt mal. Bin mal gespannt. Können wir eigentlich immer nur verlieren, ne? Der Kunde ist nie bereit, das zu bezahlen, was man gerne hätte. Ja, for the price. Wait. Ja. Schöne Süße. Wer hat ja so ein bisschen Apfelnoten drin? So grüner, frischer Apfel. Auch dabei. 55 Euro. Ja, du sagst 55 Euro. Vielleicht soll das 55 Slotty heißen. Ach so. Hier, 60 Euro. Wer wieder mehr? 65 Euro. Krass, krass. We wait. Ah, guck mal hier. Hier ist einer der Axel. Schöne Getreideminute. Easy Drinking, lecker. 45 Euro. Axel, mit den 45 Euro liegst du relativ gut. Ihr seid mit 48,90 bei dem Miltonduff dabei. Und ich finde auch hier ebenso wie der Blend. Und ja, ich will ja heute nicht den Verkäufer machen. Ich meine das wirklich ernst. Ich finde, das ist ein wirklich gelungenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber, wir haben auch Ausreißer. Guck mal hier. Von 40 bis 60 Euro sind wir ungefähr. 65 war aber schon. Ja. Das ist sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, bitte auch, Markus. Hast du absolut recht. It's a very good price for quality. Absolutely. Yeah. And that's so what we're trying to achieve with the small batch and with all our whiskies is to offer customers great value for money for the quality. So our small batch tends to range from in probably 40 euros to 50 euros. And then our single casks around about 60 euros, depending on age. And our casks finish between 60 to 100 euros. So that's what we aim to do. What Leon and I used to work in whiskey shops. So when we try these whiskies, we say, what would you pay for it? Whilst Rupert, being the boss, says, no, how much money can we make from it? So it's the balance between the two. How do you decide? So the decision with the small batch, so the three of us taste all our samples. And the small batch is all about pairing the cask samples together. So let's say we had 6 refill bourbon barrels of Miltonduff and a few first fill bourbons. We would pair the 2 refills with the first fill. So we're looking for the perfect match. Cask strength, our single casks tend to be recharred hogsheads because they're quite unusual. They bring an unusual character to the whiskey, whilst with small batch, we're looking for the refill and first fill bourbons, really. And then with the cask strength stuff, or the cask finishes, that's because we've moved them into the cask already. So they've moved from a refill into one of the casks. So there might be a time where we will small batch one of our cask finishes, but we haven't come across 2 casks that work well, or 3 casks that work well together. We have vatted cask strength together as well. But the decision is whether it works well as part of a 3, or if we think it just is unusual as 1. Okay. Also zusammenfassend, in Trinkstärke kommt im Grunde genommen das auf den Markt,
was man gut miteinander vermählen kann, wo der Brennereicharakter noch gut rauskommt. Also hier kann man wirklich davon sprechen, dass eine Vermählung stattfinden soll. Man könnte auch sagen, der Whisky soll eine besondere Melodie spielen und klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir Freaks ja immer denken, Cask Range ist die Krönung, ist das Besondere. Das, was gefühlt übrig bleibt, das wird dann auch auf seinem besten Niveau, nämlich in Fassstärke, abgefüllt. Ist mal ein ganz neuer Ansatz. Ich habe so vom Bauchgefühl immer gedacht, man versucht erst das Premium-Produkt, das für die Freaks zu kreieren und was dann übrig bleibt, da macht man den Rest. Nein, hier wird die Grundarbeit, die Arbeit am vielleicht nicht ganz so tief im Know-how drin steckenden Kunden erstmal forciert und dann sind wir Freaks dran. Das ist mal ein ganz spannender neuer Ansatz, finde ich. Yeah. You say he's not so happy with the color from the whiskey, but the taste is flashed in. Exactly. Yeah. And the color is because it's 2 refill and 1 first fill. So all natural color. And, you know, when you're working with those, that's the paler side of whiskey, which is... And Marcus told that the design of the bottle looks very great. Ah, thank you. Ja, man hat sich schon Gedanken dabei gemacht, ne? Und alles nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt. Man hätte jetzt auch hingehen können, hätte ein paar Karamell mit reinfüllen können. Aber man wollte halt genau das Ergebnis, was man kreiert hat mit dem Small Batch, was man erschaffen hat, auch einfach so in die Flasche bringen. Und ich denke, der Geschmack, wie gerade schon erwähnt, überzeugt hat er wirklich. Ne? Ja, ja. Was Flo schreibt, denke ich, stimmt auch oft. Der ein oder andere Whisky braucht einfach die Aufgeladenheit, um seinen Glanz zu verströmen. Und ja, wo man ja auch sagen kann, wenn man jetzt nicht gesagt hätte oder noch nicht bei dir im Shop stehen würde, 46%, wenn man einfach den als Blind Tasting getrunken hätte, denke ich, hätten auch viele Leute so auf Anfang 50 getippt. Ja. Und soll ich euch was verraten? Ich stecke schon die ganze Zeit meine Nase in die Nummer 3. Der riecht noch besser als die Nummer 2. As the Miltonduff, when you put it at the blind taste with no details, you would say it's nearly 51-52%. Jawohl, sehr schön. Guck mal, ich bin nicht der Einzige, der schon in die 3 geschnuppert hat. Gummibärchen, Ananasfruchtnote, jawohl. Was ist denn Gummibärchen auf Englisch? Haribo. 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 Gumdrops. We on to number 3? Yeah. The number 3, gumdrops and pineapple. Yeah. Yeah, they know the distinct. So this is a Glentauchers 8-year-old, and it's made up of 3 first fill bourbons. The reason why we haven't done 2 refills on this one is, being a bit younger, you need a bit more of that cask influence on it. And also, when we paired all 3 of them together, we just thought it was a lovely sort of fruity example of Glentauchers. So again, we were trying to keep the other 2 first fill bourbons back for later, but after trying them all together, we just thought it was a lovely combination. And again, the label is very different because this was done by a different artist to last time. And this one is dedicated to the Vine Cottage Inn, which he bought in 1887. So again, a different label for those there. But I would say just very easy drinking, just a lovely entry level whiskey. Everyday drinking. I won't say breakfast because I'm getting recorded and I don't encourage that. Yeah. But it's one of those. Saturday afternoon whiskey. Saturday afternoon. When you go to Newcastle. Yeah, before the game. Yeah, before the game. Or Wednesday when we play. Also wir haben unseren Tag heute in Dortmund gestartet und Champions League spielt dann Borussia Dortmund gegen Newcastle
Und da haben wir kurz das Thema gewechselt dann. What I love about doing the two small batches side by side is you can really see the distillery character difference in them. And you can see that each distillery has its wonderful flavor and ingredients. Auch hier wieder 1000 Flaschen. Hättet ihr alle bei der ersten Nase blind auf den Bourbon Cask getippt oder wäre jemand auch anders abgebogen? Ich fand die Gummibärchen Ananas-Süße, die hätten mich auch auf eine gefährliche Fehlfährte schubsen können. Ananas? Is that banana? Pineapple. Pineapple. Nasse Straße im Sommer. Fruity Bourbon Cask. Ja, den Vergleich mit dem Kavalan finde ich gar nicht schlecht. You're right, it smells like a wet street in the summer. Yes, Yeah. I would say sort of autumn leaves. It's got that, dusty. There's a dusty quality on that. Sind wir zu schnell oder dürfen wir schon probieren? Was sagt er? Randa! Cheers. Cheers. Prost. Prost. Jawohl. Jawohl. Wir lernen gerade Deutsch. Nicht sagen, was du noch beigebracht hast. YouTube. We learn German. Marco has a unique name. Ja, stopp. Denk dran. It's been recorded. Hallo, ich muss den Sascha machen. Bei dem Wort, was du sagen willst, kann es uns passieren, dass der Stream abgebrochen wird. Also Nein, er hat gesagt, er sagt das ja später nochmal. das ist in Ordnung. More fruitiness than the Miltonduff? Yeah. I would say, Creamy in the mouth. yeah, this has got a chewiness to it. It's slightly thicker than Miltonduff, I'm saying. Lecker. Was übersetzt man? He smells good and he wants more. Wants more smell. He wishes more. Drinks more. Oh, smell. Oh, he wants to drink more. Lecker. Quite difficult to get more smell. He said he drinks, it tastes good, and he wants more drinking. Coffee drops. Me, it's A little bit wood. yeah. I think wood, a bit of oakness. That obviously comes from the first world bourbon being slightly active, not overactive, but active in the first world bourbon. And then I get apple. I get a wonderful apple juice. And also, just with the small batch, they were using 3 casks. We might release another Miltonduff 9-year-old. In fact, this is our 3rd Miltonduff 9-year-old that we've done, but each one tastes slightly different because you're working with so little casks. So we might release another Glentauchers 8-year-old and 3 first world bourbons, but it won't taste exactly the same. So once these are gone, they're gone, sadly. So there's about 1,000 bottles, and we'll try our best to remake them, but they all come out slightly differently. Aha. Sehr schön. Also ich finde auch, dass der dem Miltonduff nochmal
ein Schippchen drauflegt und umso mehr wird euch das freuen, dass wir finanziell kein Schippchen drauflegen. Auch hier sind wir bei 48,90 für die Flasche. Also wenn der Abend so bleibt, dann haben wir ein wirklich sehr, sehr schickes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin angetan. So, jetzt nochmal die Frage, wie viele Fässer denn normalerweise in so einem Batch sind. Und bei Miltonduff waren es 3. Beim Glentauchers habe ich andere Sachen gelesen und habe nie aufgepasst. Ich glaube, da waren wir auch bei 3. Yeah. So small batch, we say ranges between 2 and 4, but majority of the time it's 3. Okay. Jawohl, hier, das sind die Reaktionen, die wir haben wollen. 48 Euros. No? Well, thumbs up. Yeah. Okay. Glentauchers at the moment the best. At the best? At the moment. At the moment. One customer writes, it's a good whiskey to be with your friends in the evening and you empty the bottle. And that's a very good point. The small batch doesn't come in tubes because we don't want it to be sort of on a shelf. We want it to be open and drunk. So that's the other reason why it's reasonably priced, is we want it to be drunk and shared with friends. Ja. Also die ersten 3 Abfüllungen, wobei der Blend ja tatsächlich auch noch eine schöne Umverpackung hat, aber der Miltonduff und der Glentauchers kommen ohne Umverpackung daher. Alles, was jetzt kommt, hat eine schöne klassische, vielleicht will Michael ja schon mal zeigen, schwarze Tube mit entsprechendem Label. Und das sind die Tubes. Genau. Oben mit geprägtem Deckel. Sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall die Tubes. Auch mit QR-Code. Was muss leider mittlerweile sein. Aber passend dazu auch das schwarze Label. Das sind die Single Cask Abfüllungen. Seht ihr es? Ich wollte gerade sagen, du wirst doch wohl das Strichcode-Label jetzt nicht noch als Goodie anpreisen. Ich erinnere mich da an einen großen deutschen Online-Shop, der mal den Lagavulin 16 mit einem unwahrscheinlich guten Karton angepriesen hat. Ideal zum Versenden und Mensch, auf der Flasche sind sogar 3 Etiketten drauf. Da habe ich mich damals doch sehr schlapp gelacht, als das die. Nein, die Auflagen werden leider immer größer und das ist alles mittlerweile Vorschrift wird. Es wird alles mal zugeballert. Es macht die Sache nicht hübscher, aber es muss halt sein. Guck mal euch, ne? Euch habe ich Gläser gegeben fürs Wasser, ne? Bei mir habe ich es vergessen. Number 4. So again, with the label, if it's a black label of ours, it means cask strength as well. We do obviously say it down there on the bottom, but also you'll see here that depending on the finish, we will put a different color on the bottom. It's not that obvious, but then again, if you look at the label, look at the label properly, we will tell you the type of wood it's been finished in, the type of fortified wine, and for how long. So all our labels have all the information you need on there, but it's just a heads up, when you see a black label of James Eadie, it means cask strength. Ja, dann lassen wir den nächsten schnuppern, oder? Jetzt bin ich auf dem Weihnachtsmarkt. Bottled at 55.1% ABV. Schöne Nussigkeit. So Mandelnote. So, erste Frage aus der Community für you. Mit dem Wissen, dass das schwierig zu beantworten ist. How do we get them? Yeah, they say it's not the distillery you can find by everyone. No,
I think last year a few casks got made available to us, and then we were told that it was very much a sort of one-off from the people who own the casks. Or so yeah, it's a difficult one. It's usually bottled as a singleton, obviously, and it goes out to Asia. So it's great. We love working with Glenord. We actually did a small batch 2 years ago, and it's when we can get our hands on Glenord, it is very, very nice. Yeah, aber Glenord barrels are very nice, and it's nice to have, and but a lot of on the market. Yes, yeah, there's a lot. Yeah. A lot. Also zum einen, jetzt kommen zwischendurch immer mal Pakete mit Glenord einfach angeboten, wo dann halt kleinere Independent-Bottler auch Zugriff drauf haben. Aber lassen sich natürlich auch echt vergolden, die Fässer. Aber zwischenzeitlich produzieren die halt auch so viel, dass die einfach was abgeben müssen. An Blender, Verträge sind da und somit sickern auch einfach mal Fässer durch. Und ich freue mich auch immer. So, die Frage, die jetzt gerade gestellt ist, die muss ich jetzt gerade mal parallel prüfen. Ich bin gerade etwas irritiert. Der müsste eigentlich im Shop sein. Ich finde das mal gerade für euch raus. Vielleicht hast du den schon verkauft. Hast du doch vorhin im Laden noch stehen sehen, oder? Da war sehr viel durcheinander, wie immer. Du hast ja schon den Erste das Line-Up geschmuggelt. So. Michael, geh mal gucken, ob du den noch auf dem großen Tisch stehen siehst. Also ich finde es auch sehr schön, dass auch angegeben wird auf der Flasche 25 Monate gefinisht hat, ne? How's everyone finding the nose? So with the cask finish range, we are really looking to get the balance between distillery character and the cask that we choose. So we're quite careful of how we pair certain distilleries with the casks. So Amontillado being a sherry, but not being overpowering like the PX or Oloroso. Just we think it complements that grassy Glenord very well. Sort of that. Also Marco, 5 Flaschen hast du noch? Ja. 82,90 die Flasche. Jawohl, so wie recht du hast. Ich frage mich nur, warum ich den nicht finde. Wahrscheinlich hast du gar nicht erst angelegt, weil du den nicht mehr nachbestellen kannst, weil der ruckzuck vergriffen war wegen der Nord. Das kann sein. Ich kenne da jemanden, der war am Wochenende auf Tasting-Tour und die erscheinen gar nicht offiziell am Markt mehr. Also sollte jemand noch einen Glenord haben wollen, schreibt mir einfach eine E-Mail an info@whiskyhaus. Wir beantworten euch die morgen früh. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Bevor ich die jetzt aber raushaue und sie nachher im Online-Shop doch schon weggegangen sind und ich euch Hoffnungen mache oder gar was zusage, was ich nicht halten kann, schreibt eine kurze Mail, ich beantworte sie morgen. Rumrosine, Marzipan. Ich sage ja Mandeln und Waldhonig, wenn das nicht weihnachtlich ist. Ja. Beim ersten Moment hatte ich so eine kleine Amaretto-Assoziation. You know Amaretto? Right. Yeah. Amaretto. Yeah. Yeah. Almonds, hazelnut. Yeah. A little bit cherry. Yeah. But not cherry. Sollen wir mal probieren, ob wir meinen Weihnachtsmarkt auch am Gaumen wiederfinden? Ich habe nämlich so das Gefühl, die anderen trinken schon.
Ja. Das ist mundvoll. It really keeps developing. Yep, Amaretto unterschreibt der Karamell besser. Ja. Sag mal, dafür, dass das Handy so klein ist und du angeblich nichts lesen kannst, siehst du das aber ziemlich gut. Ja, ich sitze ja jetzt auch gefühlt 30 Zentimeter davor. So, ich finde, mit zunehmendem Whisky-Genuss sehe ich auch gar nicht mehr so weiß aus. Der hat gut Wumms, ja. Ja. Das, Punch. Alkohol. Heavy. Heavy? Vom Alkohol. Good or bad? Ja. Ich finde, das ist einfach ein Mund voll Whisky. Ne? Das ist einfach so, der bleibt jetzt richtig schön am Gaumen. Jetzt hast du halt das Amontillado Cask, was einfach sich schön in den Gaumen reinsetzt. Und einen leichten Hauch Rauch hinten noch mitbringt für mich. Also einen leichten maritimen Touch hinten reinlegt im Mund. Ja. Würde ich eher so in Richtung Tabakwürze steuern wollen, machen. Ja, aber dein Dampfbalken, den du vorhin anhattest, da. Was habt ihr? Schreibt mal was. Ja, ist auch schon jede Menge gekommen. Nussigkeit, Walnuss, Mandel, Amaretto, Karamell, Salznuss, Rosmarin, Marzipan, mineralisch, Mandel, Waldhonig. Im Abgang Piniennadel, Duschbad. Ach du heilige Scheiße. From shower cream. Yeah. Oh yeah. Is it bad or good? Ihr fragt, ob das gut oder schlecht für ihn ist. In a good way or? Pine Needle Wood. No answer. It's very Glen's very grassy. Yeah. So you have that coming through. Yeah. Mixed in. Yep. Ah, guck mal, das wollten wir hören. Lecker. Jawohl. Ja. Jawohl. 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 It's part of our range that's so small batch you just had very easy drinking. Now with the cask strength you're getting a bit more of a hit. So some people would like the easier going whiskies, and this is just showcasing something a bit different, a bit more wood influence mixed into a Glen, like cask strength. Yeah. The next one we're going to try is again very different, but cacao and a little pepper. Das ist aber ein cooler Satz. Der Einschlag ist laut, der Abgang leise. Loud, as the finish is still. Still mellow. It's Amontillado has more of, I would say, that nuttiness. So it's not as overpowering as Oloroso or PX, where you're getting those raisins and those dark berries. You're getting, I think people have been saying hazelnut and walnuts. It's more of a nutty note with a sweetness because it's still sherry, but it balances very well with that grassy character. How many bottlings will the people say to the people? How many bottlings per year we can have in Germany? So we only bottle twice a year. So we do spring and autumn release, and part of that is quality control, and they tend to come out between even April and September, October time. So I believe our new releases have just landed with Kirsch in the warehouse. Sorry, so loud. Yeah, so loud. Yeah. It's already sold out. So the next release will come out in March. And if you don't like that release, then we've got another one. So it's always twice a year. And Trademark is the only one that's consistent. Yeah. So
Also es wird im Normalfall 2 Releases pro Jahr geben, eins im Herbst, eins im Frühjahr. Das nächste Release, was jetzt kommen wird, ist dann entsprechend im März. Und Michel wäre aber nicht Michel, wenn er es nicht zusätzlich schaffen würde, hier und da nochmal irgendwie ein Special Bottling für Kirsch an Land zu ziehen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Specials, muss man mal gucken. Aber ich wollte es gerade sagen, der Local Dealer eures Vertrauens, wo ihr gerade vor der Kamera sitzt, wird bestimmt in Kürze irgendwann mal wieder sagen, oh, guck mal, ich habe ja ein Single Cask des Brüder Whisky ausgefunden. Maybe. Have I already sold Kirsch a single cask? Yeah. Exclusive bottle for Marco. Oh, I see. If you're ever in London, Marco, you could come to our office, and we've got all our casks. Oh, perfect. The next time you're in London, you can come and hand select it. Yeah. I can select from Marco in December. You can, yeah. Yeah. If he trusts you, that is. I select all time for Marco. Komm mal hier, das ist doch mal schön, oder? When I'll be in Scotland, I give him a phone call. Hey, Marco, I can get these casks. It's very nice. Smells like pineapple. These. Yeah, okay. Thanks. Thanks. I bought a bottle of the Glen Ah, yes. last year at Limburg Whisky Fair. That was the refill hogshead, huh? Glen Ord. Was that single cask refill? Refill hogshead. Was it 12 years old? That was a fantastic bottling. So, jetzt hat er schon verraten, ne? First Fill Amontillado Sherry Cask, 55,1 Volumenprozent. Steht eigentlich auf den Flaschen drauf, wie viel es immer gibt. Das habe ich in der Eile nicht kontrolliert. Herr Reik. Was hast du? Sagen wir mal, ob auf den Flaschen auch immer die Anzahl der Flaschen draufsteht bei den Single Casks. Nein, es steht halt drauf. Yes, I remember Daniel. Daniel, I remember. 309 Flaschen von dem Glenort. Ja, wunderbar. Fassnummer steht drauf. Also Fassnummer ist 358017 und ist am 23.12.2011 destilliert worden. Und im Bottle 2022 First von Amontillado Sherry Hogshead. Ja. Und das Ganze für 82,90. Was sagst du? Ich sagte das Ganze für 82,90. Hier kommt die Frage, ob James Eadie auf der Aquavite Ende des Monats sein wird. Da muss Michael was zu sagen, er kann das eventuell beantworten. Es könnte sein, dass die Flaschen verfügbar sind, ja. Hugh selber ist nicht da, aber wir könnten durchaus, denken wir darüber nach, aufgrund, dass ich die auch alle durchgetestet habe, dass wir bei einem Händler vor Ort die Flaschen präsentieren. Und bisher ist noch nicht geplant. Wenn ihr Bock habt, bringen wir sie mit. Ja. Also wenn ich ihr wärt, würde ich bei dieser Ansage mal gucken, ob ich mal auf der ersten Etage beim Whisky-Hort vorbeischaue. Aber wir werden sehen. Ja, aber unten am Eingang steht ja auch mal so ein Händler. Da könnte auch vielleicht was passieren. Ja, wenn du den dicken, unsympathischen, unfreundlichen Händler meinst, der wird das Problem haben, dass er die nicht mehr mit an den Stand kriegt, weil der Stand jetzt schon aus allen Nähten platzt. Meinte eigentlich einen Stand weiter, da stehe ich. Ach so. Ja, das stimmt ja dann auch mit dem dicken, unsympathischen. Nein, kann man durchaus drüber nachdenken, weil wir haben ja unten auch den großen Stand und warum nicht? Ja. Also Flo, hast du gehört, deine Anregung wird dem Michel zum Nachdenken anregen. Du weißt, wie das mit Neandertalern ist. Da war es mit dem Denken nicht so weit. Mal schauen, was passiert. The people want on the Whisky Fair next week in Mülheim. They want it on the stand? Yeah. Are you going to be there? Or do I have to come back? I can organize it. Yeah. That'd be fantastic.
So, dumm sind ja nur die sich nicht zu helfen wissen. Aus diesem Grunde machen wir das mal so. That's a $1 million question, Marco. Our price is obviously very dependent on what we can buy the cask for, and at the moment, cask prices are going up. Luckily, we have good relationships with honest traders, so we can keep our prices down, but it does all depend on the supply and demand at the moment. We discussed it before the show that an 8-year-old whiskey was offered for £52,000 a cask, which is ludicrous. So we're very selective because we want to stay in our price range. Whether that means we would do unusual whiskies for a higher price, I don't think so. And we have been offered wonderful Bunnahabhains, but they would have to retail for £200, and that doesn't sit in our price range for 16-year-old whiskey at £200. It's not what we do. So we are conscious on what we buy, and then also what's in our warehouse and ready to go. So we're very keen to stay in our price points. But we released a Ben Nevis 9-year-old, which is retailing around about €75, and for us that's quite expensive. But if we wanted to bottle of Ben Nevis, we had to sort of do it at that price. So it's a very difficult way to juggle it, but we're very keen to maintain our tag as very good value for money. So, wherever that leads us, I don't know. And at the end of the day, it's from distillery to distillery, another game. Yeah. Yeah. I mean, for example, we used to bottle a lot of Coalila. We would bottle it in every release, whether it would be a small batch or cask finish, at a reasonable price. So I think 3 years ago, Coalila 9-year-old would have been £42, £45. Now we can't get hold of it. We can only bottle it once a year in our cask finish range, which we do every autumn, and the price of that has gone up quite substantially as well. So it does, and because Coalila is very popular and it's peated, it's obviously got a premium on it. So it is different between distilleries. Ja. Frage gelesen, Michael? Nee. Stehst du wieder mit Massa zusammen am Hortstand unten oder stehst du alleine? Ich stehe wieder am Hortstand mit natürlich meinen Abfüllungen, mit einem komplett neuen Scotch Universe Bottling. Und ja, schreibt mal ein paar mehr, ob ihr Bock habt, James Eadie Sachen mit am Stand zu haben. Dann habe ich ein Druckmittel bei dem Hort, damit die es auch hinstellen. Ja. Wenn Marco sagt, er hat keinen Platz, Marco hätte jetzt Vorrang gehabt. Ja, tut mir leid, mein Schatz. Tja. Also, habt ihr Bock auf James Eadie auf der Aquavite? Keiner. Nothing. Ich fand, ja, es dauert immer ein bisschen, bis Antworten kommen. Ich finde, der nächste Whisky, wenn du da das Glas abdeckst, dann kommt dir erstmal ein Werthers echte Bonbon entgegengeschossen. Und dann kommt auf einmal eine richtig schicke, richtig feine, rosinige Süße. Ja, guck hier, die ersten Antworten doch schon. Ja, sie wollen, dass James Eadie mit an den Stand kommt. Ja. Ja. Dann werde ich versuchen, das morgen einzuleiten. We must work tomorrow at the location Oberhausen to bring James Eadie to the Whisky Fair in der Qualität. Ja, vielleicht auch ganz interessant für alle die aus dem Ruhrpott kommen, wer Hugh noch live erleben möchte. Michel und Hugh sind morgen in Oberhausen. Ab wie viel Uhr kann man euch antreffen? Was denkst du? 16 Uhr. Ab 16 Uhr im Whiskyhort. Also wer Lust und Muße hat, stürmt den Whiskyhort.
This is the PX. The PX. Yeah. So we're on to the Glen Spey now. Again, like Michael, this is a first fill PX finish, and as you can see, that the PX was pretty active. So we only kept it in there for 10 months. And the thing is, sometimes casks don't behave the way you think they will or they should. And occasionally we do get some very dark whiskies coming to the market. And at that point, it's slightly gone beyond distillery character and cask. It's more of the cask. But the important thing is when bottling something so influenced by sherry is making sure that you don't have any off notes. You don't have any of those sulfur notes, and you're getting a clean whiskey that gives you everything a sherry bomb can offer, but it's something that we don't want to be known as the bottlers of dark whiskey and sherry whiskey. It's a lovely part of the industry that you can get these sort of bottles, but it's for us it's a bit of a freak accident, and we have to manage it a bit better. Now, I believe over here you call it cola whiskey. Is that the word? It's finished for 10 months. 10 months, yeah. In first fill PX. Yeah. 304 bottles. Yeah. With 59% alcohol. From Glen Spey Distillery. And what we found is Glen Spey over the years, so we've been doing cask finishing for 5 years now, and over the years we found that Glen Spey actually goes very well with Oloroso and PX, which surprised us at the time because we thought Glen Spey would be slightly lighter, but it takes PX very well. It sort of absorbs it, and it doesn't overpower it in the way. But Glen Spey has the normal distilled character, has a refill hogshead, a fruitiness, very malty, and it's he distilled only for his blend, for Johnny Walker, and then the combination with sherry is elegant. Elegant, exactly. So it's I also believe it might be going in J&B a lot. Yeah. And so they just want refill and first fill. So that's the other side. This is a distillery that not many people have come across, and then definitely haven't come across it in sort of sherry. So it's great to sort of experiment with that as well. And it's a nice experience. Yeah. Riecht wunderbar, oder? Which distillery you use for the refill for the cask? Before we move it in. After. No, you make a so we will use it for a refill. We don't know which one precisely, but we keep it. We keep it aside. We very rarely throw away casks, and if we do, we will sell them on, or we turn them to a bar. So we've got a whiskey bar in our office with our old casks. A little bit cigar factory. Ja, you get that. Lies mal erstmal den Kommentar von Axel. Bisher werden die Whiskys nach jedem Glas besser. Das ist doch geil. Ja. Aber da warst du schon wieder so weit weggescrollt. Jetzt auf dem Ding, das können wir gar nicht lesen. Wir können nur rechts an der Seite lesen. Ach, okay. Ja, dann scroll ich doch mal ein bisschen weiter. Auf deinem Monitor können wir das nicht lesen. Zuerst dachte ich an Kirsche. Jetzt kommen Vanille, Karamell, Schokolade, Kaffee und rote Grütze. What's amazing for this, it's 59%, but you don't, it's very clean. It's not, it doesn't burn. It's a lovely sweetness, but it's not overpowering. It's just got a lovely combination to it. Also ich finde, ihm tut auf jeden Fall Sauerstoff unglaublich gut. Vom ersten Aufdecken bis jetzt hat er so wahnsinnig weit aufgemacht. Richtiges kleines Monsterchen. So, dann haben wir hier Schokonuss, Kaffee, Karamell. Sehr harmonisch, verteilt nichts, drängt sich nicht in den Vordergrund.
Wollen wir mal. Auf euch, Männer. Cheers. Prost! Roast. I'll come next door, you boy. Guck mal hier, super gefinisht. Richtig Power und trotzdem lecker. Ich finde den auch sehr lecker. We say the strength has full power, but the whiskey smells very good. Ja. Muss man ja mal sagen, ne? Hat der Michel ein schönes Line besucht. Not overloaded, but it's clean. Clean, ja. Schmeckt so, wie er riecht. Ist auch nicht alltäglich. Auf jeden Fall, ja. Ja. Sherry Bomb it is. Und auch hier wieder 10 Jahre Fassstärke, First Fill Sherry PX und ihr liegt bei 82,90. Kerstin, so geht's mir auch. Kerstin, nur 50%, wird langsam wirklich Alkohol. You say 51%, and he's blind and he doesn't smell alcohol. Da haben wir nochmal auf der Zunge Salzkaramell, Crème Brûlée, ein klein bisschen Ricola Kräuterbonbon und dann ein Tannenbaum. Am ganzen Stück oder so abgelutscht. Richtig faire Preise. Fair Prices. Ja. Again. Ja. Ja, das finde ich auch sehr schön. Erweitert den Horizont. James Eadie bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Yeah. But before from James Eadie, this is good to see. Brilliant. The bottlings. Und ich finde, der bleibt auch richtig schön lange am Gaumen. Yeah. Well, I hope they're enjoying their first experience of James Eadie, which is good. Ja, wir planen ja für nächstes Jahr auch eine Tasting-Tour. Vielleicht gibt es ja sogar hier mal ein Live-Tasting mit you. Tja, Live-Tasting hier, Yeah. perhaps. Definitely. habt ihr denn schon so ein Bauchgefühl, ob das eher im Frühjahr... Yeah. Wenn du dein Exclusive was bestellst. Ah, okay. Ja, du weißt ja selber, wir müssen die Messetermine alle abwarten. Natürlich, alles gut, alles gut. Muss halt alles passen. Wird wahrscheinlich wieder irgendwann zwischen irgendeiner Messe passieren oder so. Ah, okay, Flo. Ich habe das so, ne, ich habe das so verstanden. Ach, guck mal hier, den Nico, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, habe ich gerade mal gesagt. Tja, Männer, Ne? Ist schon echt ein krasses Teil, oder? ist schon ein Bömmchen, ja. Ja. Was war denn so bisher euer Favorit? Thanks for the good tasting. We've still got 2 more to go, so it's not over yet. Could be bad by the end. Michael, du darfst dich nie wundern, das dauert immer ein bisschen, ne? Das ist immer zeitversetzt. Und Ja, das habe ich deshalb schon gelernt. dauern die Antworten halt auch ein bisschen. Das habe ich ja schon gelernt. So, Glen Spey war der Favorit bisher. Glen Spey winning. Nee,
Der nächste mit Glens Bay. Glentauchers war da schon dabei. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Jawohl. Jawohl. Again, comparing even the Glen Bay to the Glen you're getting two. Glentauchers and Glens Bay. Yeah, need to pick a side. You're getting two different, two different experiences, which is what we want to give you guys in our casting range. Yeah. Ah, schau mal hier. Miltonduff von Glens Bay. Trademark X? Glentauchers auf Platz 2. Really good tasting. Freut uns sehr, freut uns sehr. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das Ganze noch ein bisschen durcheinander würfeln können. Und lüften einfach mal unser Gläschen Nummer 6, oder? Euch erwartet ein 8 Jahre alter Inchgauer. Und von der Nase wäre ich nie auf 8 Jahre gekommen. Den hätte ich deutlich älter eingeschätzt. So this is well, all of them are actually export exclusives, bar the small batch. But this is the one that I was upset that it didn't stay in the UK because it's an Inchgauer finished in Malaga. And for 6 months. For 6 months. So again, tasting the whiskies every 3 months to see if they're doing well. We came across this one and we thought it was ready to come out. The reason why we finished in Malaga, Malaga is basically a sherry, but it's not made in made in Malaga, and it's made from PX and Moscatel grapes, so you're getting sweet and dry. But the reason why we use it is because it was one of the only five casks that James Eadie used to mature his whiskies in. So going back to his ledgers, he told us what was in the blend, and he also told us what he matured his whiskies in. So by sticking to his rules, we only use those 5 casks, which are sherry, Madeira, Marsala, Malaga, and brandy. Brandy hasn't worked out yet, but quite quickly we've realised that Malaga is one of our favourites to work with. We released our first sort of Malaga finishes last year, and from there we're finishing more in them. And what you get is the PX that you've just tried, you get that sort of chocolate and those rich notes coming through, whilst this Malaga adds less sweetness, but more of this sort of dryness. And again, you get a big caramel flavour, but it's just different from PX. It's not as overpowering, and it pairs very well with definitely with Space Idlers, and we think Inchgauer, and even we've done one in Tierninnik for the UK. It's just a very complementary cask to use with whiskey. Also riechen tut auch der traumhaft. Ich finde, der riecht richtig schön exotisch. Sehr cremig. Ich weiß, Cremigkeit kann man nicht riechen, aber ich empfinde es so. Love the smell. Yeah. It smells fantastic. I would say Inchgauer is one of my favourite distilleries. I think it's very underrated. It mainly goes into bells, so we don't really see it too much as a single malt. But based on the sort of coast of Speyside up in Bucky, and I don't know if it is because it's on the coast, we could get into a debate about that, but it's just got a saltiness, I find. It's lovely and saucy. A bit meaty and fruity at the same time. Mein erster Inchgauer in Malaga. Ich muss gestehen, ich merke, dass ich heute nichts gegessen habe. Ich merke den Alkohol. Now, this one's bottled at 52.9%, so quite a low ABV. And what we have to do to make sure there's nothing in the casks when we finish it, so when we re-rack, you obviously can't have residue in the casks, because then it's not really whiskey. So if we get something that's on low ABV,
we have to check what it went in at. So before we empty the cask. And if it's difference of sort of 1% of alcohol or 1.5%, then you know that something's been left in there to dilute it down. Luckily with this, nothing changed. So it's just a very active cask and it brings it in. And it was obviously losing its ABV naturally. So that's the other thing that we have to look out for. Because there are some finishes that are very active and within 3 months, it's sort of pitch black. Rum raisins, tropical fruits, caramel, maritime. Dass der Flo immer schöne Tasting Notes schreibt. Ja, macht er gut. Obviously, age is just a number, so it doesn't matter how old it is, but it does taste older than 8. That's the cask. That's the Malaga cask. And whiskey is fantastic in Scotch or in Scotland that we can mature our whiskies for so long, up to 80 years old. But it doesn't necessarily mean older is better. It's all about getting the perfect balance between cask and distillery and when it needs to come out. We could have left this in for 50 years and it would have been overpowered and probably not very nice, but at 8 years old, we've got that balance between Malaga and Inchgauer. Spot on in my opinion. Sehr gerne, Flo. Vielen Dank für die Blumen. Der kleine Bruder von Glen Spade. The little brother. Little brother. Finde ich gar nicht, dass er so klein ist. Er bleibt halt mega am Gaumen halt auch, ne? Richtig süffig, cremig. Nice tasting, nice stuff. Good. I understood wow. Yeah, I would agree. I really like the tropical fruits in this Inchgauer. It really. Ja, Marco, verrat mal den Preis von dem Inchgauer, da wirst du mal. 72,90, wenn das nicht mal ein Preiskracher ist. Krass, ne? Für den Geschmack mega. 72,90. Also muss man sagen, ne? Er liefert. Hast du mal einen Gast mitgebracht, der richtig abliefert? Nicht so wie wenn wir zwei was miteinander machen und du deine Plörre mitbringst. Nee. Hier ist mal der Whisky. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Du. Ja, ist schon nice. Also ist schon echt gut. Und sind ja schon eine Zeit lang, schon ein bisschen länger in Deutschland. Sind leider immer unter dem Radar geflogen, was sehr schade ist. Habe mich richtig gefreut gerade. Ich habe in Limburg eine Flasche gekauft. Ja, eigentlich wirklich schöner Stoff halt, aber ne? Ja, manchmal bedarf es halt auch einem Erweckungsmoment. Ne? Einfach nur die Produkte zu präsentieren, reicht halt manchmal nicht. Man muss ja halt auch aufmachen und den Leuten zum Probieren geben. Genau. Dafür gibt es einfach heute zu viele unabhängige Abfüller und überleg mal, also wir kaufen ja bei Weitem nicht alles und trotzdem gefühlt, wir haben in der Woche irgendwo zwischen 100 und 150 neuen Artikel. Wer soll das alles auf dem Schirm haben? Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Okay, der Whisky, den wir gerade im Glas haben, die Nummer 6, ist der Inchgauer 8 Jahre First Fill Malaga Cask. Fassnummer 36, 73, 47 und du hast 52,9 Volumenprozent und er liegt bei 72,90. Und es gab 326 Flaschen. That's right. Tja, und eigentlich kann bei unserer letzten Nummer auch nichts mehr schief gehen, weil Eiler und Sherryfass
funktioniert bei mir auch fast immer. Dann habt ihr 7-mal abgeliefert. Das wäre krass. Ja, wer hat denn das Line-Up eigentlich ausgesucht? Ja, ich glaube, dein Chef war es. Du kannst ja nicht gewesen sein. Boah, Marco, ey, komm du mal gleich in unser Büro hier. Ich habe keine Angst. Ich könnte jetzt auch mal aufstehen und hier was vom Tisch nehmen. Ja, die Axt, die fliegt nicht so schnell wie die Kugel. Aber das braucht nicht nachladen. Guck mal, du wurdest direkt schon auf Instagram wieder erwähnt, dass du nicht so frech sein sollst. Das kann durchaus sein. Dein Handy sagt uns ja alles. Okay. Ach herrje, Pippi Lotta Langstrumpf wird gerne noch ein bisschen mehr zu James Eadie hören, wenn es noch was zu erzählen gibt. Little bit more about James Eadie? Just about the company, Yeah. as a whole. The history is, well, what we haven't covered. The Cask finishes came out. We started doing them about 5 years ago, 4.5 years ago, and from there we started with your traditional casks, the Oloroso and the PXs of the world, and then we've moved. Gradually, we've been pairing certain distilleries with certain finishes. So once a year, we bring out usual suspects, we say, which is Colila in our Amontillado here in Europe, and in the UK, it's Palo Dao Yuan works very well as well. So with Oloroso. So we're now beginning to understand through our experience what works and what doesn't. But it still means that we can sort of push the boundaries within the parameters we set for ourselves. So that's very important to us. The reason why we don't finish in red wine casks or port casks, even though I love finishes, is because we have the ledgers and we have to be creative within that. And what was the oldest cask? The one that the oldest one that we've ever done as a single malt has just been released, and it's an Ardmore finished for 7 years in Oloroso. That what we have. Oh, That's the oldest single. You must start, please. 2 sentences before. Did you tell we lose you. All of you. So going back to the oldest. Yeah. Is that what we were talking about, Marco? Yeah, the oldest one. Yes. Yeah, so the oldest single malt we've done. We've just released it as of a few weeks ago. Is a Ardmore finished in a sherry butt. 22 years old. And it's been finished for 7 years, so it's 20 years old. That's the oldest we've done as a single malt. We've done some old grains. We've been doing grain finishes in the UK. We finished a Cameron Bruce 27-year-old in Madeira, which was very successful, and we've released a 30-year-old in from Gordon. So I would say that's the oldest we've done. As we get older, our releases will get older as well. So when we first started 5 years ago, doing the small batch single cask and cask finish, they were ranging between 8 and 12, should we say. And now we've released 15-year-olds, just released a 22-year-old. So it's just looking after our stock. Rather than going back to your question earlier, Marco, about prices, we want to sit on stock. So we don't want to buy old stock and bottle old stock. We'll rather sit on stock for several years and then bottle it. So hopefully that allows us to manage our pricing. But that's just us looking after our portfolio. So we sort of have a rule of thumb of bottle 20%, keep 80%. So when we buy parcels, we are looking to sort of mature them for longer and not overload bottling too much. And that's why we do it twice a year as well. So we can just manage our stock, not have to bottle every quarter and bombard people like Marco and Kirsch with Michael, be like, you need to buy more, you need to buy more. It's just so we have quality control throughout it.
So the Ardmore, would you like me to talk a bit more about it? Do we have a bottle here? Is there one up there? No, it's not there. So the Ardmore, it's obviously our peated Highland, but being at 22 years old, the peat isn't at the forefront of it. It's in the background, and it's been matured in a sherry butt for we say 86 months, which equates to 7 years. So there is a sherry influence in there, but it's still got that Ardmore earthiness to it with the peat. I don't know what it's going to retail for out here yet. I don't know if you guys have nearly 200. Nearly 200. And we were very excited. What we've done actually is we've bottled half the butt and we've kept half of it back for later. Because we don't have that, we don't have many whiskies over 20 at all. So we just wanted to see how it develops in the butt for a bit longer. So it'll be a very interesting comparison, the bottle, the 22-year-old to the 25 or the 30 that we released in years to come. So. Marco, kannst du mal gucken, was der Ardmore kostet? Warte. Hast du die Frage mit den eigenen Fässern, mit dem Finishen gesehen? Nein, das hatte schnell weg wieder. Okay. Was heißt, dass ihr das Finish immer in eigenen Fässern macht? What you mean with you do your finish in your own casks? Yes. So we buy the cask empty from Speyside Cooperage. The same as other independent. The same as other independent. Okay. We've actually have gone to family bodegas and bought casks there, but what we actually found is the best casks come from Speyside Cooperage. Yeah. So, Speyside Cooperage is he delivers to Lafroig, Upbeck, all the casks come from Speyside Cooperage. Yes. When you see you go on Isla, you start on Isla at the first distillery, the Amontillado cask. You can go to each other distillery. And every distillery sends Amontillado cask. Yes, yeah. So when we finished as well, we only finished from refill bourbon casks. So again, there isn't too much wood influence in when we're finishing. We taste the refill, we think it's great, and then we pair it with the Session casks. And as I said earlier, over the years we're working out what casks work with what. Our guinea pigs, when we have a new cask, we have our guinea pigs, which are Blair Athol, Dow Ewan, and Ben Rennes. So they're the big meaty ones, and if they can't stand up to a cask, then the more gentle ones might be able to. Ich fasse mal gerade ganz kurz ein bisschen zusammen. Der Ardmore, 22 Jahre, Sherry Butt, liegt bei roundabout 250-255 Euro. Ist, glaube ich, sogar bei uns im Shop gelistet. Nico konnte schon nicht mehr widerstehen, hat schon ein Fläschchen gekauft. Und was hier geschrieben wird, da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, dass unsere Tastings immer sehr unterhaltsam und ja, schön sind und dass wir bitte weiter so machen mögen. Das haben wir fest vor, ne, Michael? Ja, wir geben alles. Nico has ordered the bottle of Ardmore. Oh, has he already? Ja, die sind gerade ganz frisch in den Shop gekommen, sind gerade in Deutschland angekommen. Die Flaschen sind zwar alle, muss man dabei sagen, Bottle 2022. Liegt ein bisschen daran, das Jahr ist schon weit vergangen, aber es gab einen Importeurswechsel, wo die Flaschen erst ein bisschen zurückgehalten wurden und nicht nach Deutschland geschickt werden, weil es dann direkt wieder an uns geschickt wurde. Hat sich alles ein bisschen verzögert und deswegen Bottle 2022. Let's see, sometimes it's official new bottling. It is right at the bottle 2021. Yes. It was a changing from the importer. That's the thing, the delivery was a little bit longer. Yeah, exactly. Thanks to Brexit, getting whiskey to Europe has become a lot harder. So it depends on the haulage companies and everything. So we try and release it. Well, basically, we would send the export stuff out 2 weeks before we release it in the UK to sort of get it out there. So there's a rough or a similar time that they will come to market. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss an den Kalila. Ich werde rattig. Marco will drink the next.
Yeah. Too much talking, like at the beginning. So the last one. The last one, yeah. Last one, sadly. But you can, well, when you smell it, you know what it is. It's cold bonfire. Cold bonfire. Not too medicinal, but I love it. Probably my favorite distillery. Yeah. I love Islay whiskies. My dad drank Lagavulin, so that's what I was drinking as a teenager because I'll be stealing it off him. So I actually always thought whiskey was peated before I worked in the whiskey shop and realised it had very oily. And this is a Cask finished Amontillado. It's our export, our yearly export release. And going back to the creation of finishing Cask is Rupert used to work for Beam. He used to work with Freud. And he is a big believer when it comes to Islay whiskies, you only mature it in refill bourbon. You don't mess around with it. So when we were pitching the idea of cask finishing to him all those years ago, we came to Cask and he was like, no, you could finish Dao Yuan and Blair Alpha, but not Cask. So we had to come up with a plan, and we originally said to him, well, why don't we finish it in Palo Cortado? Because Palo Cortado is a rare sherry, it's not overpowering. It gets made by accident. It'll be a good combination. And he agreed to that. He tried that, and he was very happy with it. And then eventually we said, right, we're doing Palo Cortado. Why don't we try Amontillado? And because of the success of the Palo Cortado, we released the Amontillado. And it's just lovely, sweet smoke. It works perfectly with those two types of sherry. I wouldn't want to put it in Oloroso because I think Cask is just such a fantastic distillate. You want it, so you want something to really complement it. And there's always the debate that do we swap the Amontillado to go back to the UK and the Palo Cortado to come out here? But I just think as an independent bottler, we're inconsistent in terms of what we release, not in terms of quality, hopefully. But this just adds a bit of consistency for you guys to know what you're buying. So once a year, every September autumn release, you'll have a Cask finished in Amontillado. Aber der Nico hat unser Manko an unseren Covid-Videos erkannt. Bei unseren Covid-Videos konnten wir nur alleine trinken. Hier bei dem Format kann mitgetrunken werden. Gefällt Ihnen deutlich besser. Ich muss immer an unser erstes Video denken. Ja, und wenn man überlegt, bei dem ersten Video, wenn wir ganz ehrlich sind, so ein bisschen Verzweiflung war da auch dabei, ne? Ja, Nicht zu wissen, was die Zukunft bringt. Von der Nase her richtig schön, auch wieder die Nussigkeit dabei. Auch da einfach wieder, der Kanela kommt durch, wie gerade schon beschrieben wurde, aber trotzdem begleitet von einer schönen Nussigkeit. Das erloschene Lagerfeuer ist direkt da, eine schöne maritime Brise. Einfach toll. Die Fragen können wir alle leider noch nicht beantworten. Natürlich möchte Hugh in Limburg sein. He asked if you'd like to be in Limburg 2024. Depends if I'm invited by someone. Natürlich möchte er in Limburg sein. Wir versuchen auch mit Ach und Krach mehr Stände zu bekommen in Limburg, was natürlich sehr, sehr schwer ist. Wer Limburg kennt, weiß, die Händlerliste, die nach Limburg möchte, ist sehr, sehr groß. Und ja, aber wir arbeiten natürlich dran. But we'll try and be at Nuremberg. Nuremberg is no problem. No problem. The village. Nuremberg way of space. Yeah. Kann sich da noch dran erinnern, Michel? Das Video mit dem Sohn. Yes. Der Bauer, der uns beobachtet hat mit seinem Trecker, der war schon richtig geil. Der ist immer im Kreis gefahren um seinen Strohballen. Ne? So, wollen wir mal probieren? Auf euch. Auf euch, auf einen schönen Abend.
Bam. Mm. Bottled at 57.7%. It's just the mixture of the ashy Kaolila and that Amontillado. Sherry Butt, 599 Flaschen gab es davon. Ist schon leckerchen, oder? Ja, sehr lecker. So, 11 Jahre Amontillado Sherry Butt, 57,7 Volumenprozent. Und wir schließen den Abend mit 96,90 Euro. Also, wer da groß meckert, ist selber schuld. The alcohol in the punch comes very heavy. This is a very good one for winter. When it gets very cold, this is the one. Yeah, it's a winter whiskey. Yeah, definitely a winter whiskey. It's got that kick. It's got that warmth. It's got that fire. Oh, even if I wake up in the morning. Brush your teeth. Jede Woche beim Testing starten wäre großartig. Danke euch dreien. Ja, wir geloben ja Besserung. Wir wollen ja auch wieder mehr machen. Aber es ist halt die Zeit, die uns teilweise fehlt. Ne? Ja, also es ist halt einfach so, wenn wir jetzt für die gleiche Firma arbeiten würden, wäre es wahrscheinlich ein klein bisschen einfacher mit der Abstimmerei. Ja. Aber dadurch, dass Michel nun mal einen Dienstherren hat und ob ihr es glaubt oder nicht, ich euch alle so ein bisschen als meine Dienstherren betrachte, es ist gar nicht so einfach für uns beide immer einen passenden Termin zu finden. Und dann ist es schon mal so, da hat der Michel Zeit, dann habe ich mega Stress. Ja, und dann ist mal umgekehrt, dann hätte ich Zeit, dann ist der Michel aber total im Brass. Also wir sehen uns, ob ihr es glaubt oder nicht, wirklich immer super gerne. Aber es ist einfach nicht so einfach. Ja. Da haben wir uns die Mühe gemacht, ein Video aufzunehmen letzte Woche. Ist immer noch am Hochladen, das Drecksding. Ja. Ich habe vorhin geguckt. Das liegt ein bisschen daran, dass ich halt mit 4K arbeite. Und das Hochladen dauert so unfassbar lange dann bei YouTube. Ich habe es am Freitag angefangen hochzuladen und heute Morgen war es immer noch nicht verarbeitet. Ja. Ich gucke mal gerade parallel, bin neugierig. Sag mal, Michael, wenn es jetzt gleich an der Tür klingeln sollte, ne? Steht immer noch auf ausstehend. Ich habe uns noch eine Pizza bestellt, damit wir den Alkohol etwas verkraftet kriegen. Habe ich ja gesagt, der Pizzabote. und gestern haben die 1,5 Stunden gebraucht und jetzt brauchen die Spacken 25 Minuten. Ich habe gedacht, es dauert noch Ewigkeiten. Kann sein, dass gleich klingelt. Was ich halt geil finde, dass wir sind mittlerweile 1 Stunde 48 am Start. Immer noch 51 Leute live sind. Zwischendurch waren wir aber über 60. Die Wahrheit ist, wenn wir später gestreamt hätten und wenn wir heute nicht die Hardcore-Konkurrenz des Kneipenquiz von Sascha hätten, was in ein paar Minuten anfängt, dann hätten wir auch mehr Leute gehabt, die zugeguckt haben. Aber man kann nur einmal zugucken, man hat auch noch Familie, man hat auch noch Dinge, die man erledigen muss. Und dementsprechend leiden wir an der Stelle da sicherlich ein klein bisschen auch darunter, dass das Kneipenquiz heute ist. Aber das Gute ist für alle, die jetzt zugucken, ihr müsst gar nicht abschalten, ihr schaltet einfach nur gleich auf einen anderen Kanal um. Und vor allen Dingen kann man das Video später nochmal gucken. Das stimmt allerdings. So, dann tut uns doch noch einen letzten Gefallen, weil wir neugierig sind. Wer war der Leckerste des Abends? Guckt mal, da ist der Michel wieder weg. Michel?
Tja, ich glaube, die zwei hat's rausgehauen. Ja, das mag Marco, zwar sein. irgendeiner ruft die ganze Zeit bei dir Das an. sei er wieder. Das sei er wieder. Ja, irgendeiner ruft die ganze Zeit bei dir an. Dann geh doch mal schnell raus. Nimm mal Geld mit und geh mal raus. Geh vor die Tür. Geh vor die Tür. Pass auf, ich schmeiß den Michel mal raus. So, könnt ihr mich noch hören? Ich hoffe ja. Ich werde das gleich mit dem Hugh wieder in alle vernünftige Richtungen bringen. Jetzt rocken wir das hier zusammen zu Ende. Die beiden habe ich jetzt rausgeschmissen. So, guck mal hier. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Hugh wieder reinkriegen. Hugh, kannst du uns hören? Can you hear us? Okay. Ganz zum Schluss haben wir die Technik geschrottet. Dann schmeiße ich die beiden tatsächlich, genau. Bye, bye. Ich schmeiß die beiden einfach mal raus. Und ja, freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich gucke mal, wieso die Reihenfolge ist. Guck mal hier, die 6 an 1, die 5 an 1, die 4 an 1. Ja, genau, der Michel soll die Pizza holen. Weil schließlich müssen wir ja irgendwas haben, wenn wir gleich dem Sascha zugucken. Und ja. Our camera's gone down after the phone. Yeah, I know. Yeah, so I told the other one. Yeah. And yeah, come to me, no problem. I'll set them up. So. There we are. Perfect. Here we are. Okay, ihr Lieben. Ihr seht, jetzt wird es hektisch. Alle haben Angst, ihre Pizza nicht kriegen zu können. Und Sascha ist schon ganz kribbelig, dass ihr alle bei uns abschaltet, damit er an den Start gehen kann. Wobei der sowieso gleich wieder rumpimmelt und nicht pünktlich kommt. Und in dem Sinne, die Elfen versprechen euch, wann immer wir können und wann immer wir einen spannenden Gast an den Start kriegen, dann bringen wir den natürlich mit. Many, many, many thanks to you. Thank you very much. Very great whiskey. That's good. Yeah. I enjoyed it. Ich habe you vorhin erzählt, dass ich die alle vorab nicht probiert habe. Es war für mich auch absolutes Neuland. And it was a very good tasting. Good. Yeah. Well, thank you everyone for joining and thank you for having me, Mark. And I wish you a very nice days in Germany. Thank you. Yeah. Much fun at Whiskey Hall tomorrow. Yes, yeah, we're there tomorrow, and then I'll be back though. I'll come back. Yeah. Come back. It's been great. Here's the big man. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich muss jetzt dringend meine Gäste füttern. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Lasst es euch gut gehen und bis die Tage. Tschö. One more.